Hi, ich bin die Nina von Lupine und heute zeige ich euch, wie man unsere Nano an einem Specialized Levo SL mit Male-Motor montiert. Im Gegensatz zu anderen E-Bikes wird die Lampe nicht direkt am Motor, sondern über einen Y-Splitter am Display angeschlossen. Diesen müsst ihr vor der Montage entweder beim Händler oder bei Specialized bestellen. Zusätzlich benötigt ihr ein Lichtkabelverbindungsset. Dieses findet ihr natürlich bei uns im Shop. Im ersten Schritt entfernen wir die Schraube der Steuereinheit und legen sie vorsichtig zur Seite. Als nächstes entfernen wir die Abdeckung des Kabelschachtes. Zur Veranschaulichung haben wir beide Abdeckungen ausgebaut. Bitte nutzt für das Lichtkabel die Seite, bei der ihr eine offene Nut erkennt. Jetzt bereiten wir den Y-Splitter und das Lichtkabel vor. Hierzu zwicken wir zuerst eine rote und eine schwarze Ader des Splitters mit einem Seitenschneider ab. Anschließend nehmen wir das Lichtkabel, kürzen es auf ca. 5 cm Länge und isolieren es ab. Hierzu empfehlen wir eine ordentliche Abisolierzange. Als nächstes verbinden wir den Splitter mit dem Lichtkabel. Dazu stecken wir die Adern des Lichtkabels bis zum Anschlag in die eine Seite des Steckverbinders und verpressen sie mit einer Kombizange. Jetzt schieben wir den Schaumstofftunnel über die abgezwickten Adern des Splitters und stecken sie bis zum Anschlag in den Verbinder. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Farbe der Adern sich jeweils gegenüberliegen. Anschließend verpressen wir die andere Seite ebenfalls mit der Kombizange. Um eventuelle Geräusche im Rahmen zu vermeiden, schieben wir den Schaumstofftunnel über den Steckverbinder. Wenn wir das soweit vorbereitet haben, suchen wir uns das Kabel, das die Steuereinheit mit dem Motor verbindet. Jetzt lösen wir den Stecker und klemmen den Splitter dazwischen. Achtet darauf, dass die Markierung der Stecker zueinander zeigen. Nun testen wir die Funktion der Lampe. Auch unsere Kabel verfügen über Markierungen, die das Anschließen erleichtern. Sollte das Licht nicht automatisch mit angehen, ist der Splitter entweder am falschen Kabel angeschlossen oder etwas nicht richtig kontaktiert. Wenn das alles soweit geklappt hat, bereiten wir die Lampe zur Montage vor. Hierzu entfernen wir die untere Seite der Lenkerschelle. Nehmen die Bolzenschraube und bestücken sie mit einem O-Ring. Stecken sie in die dafür vorgesehene Öffnung und bestücken die andere Seite ebenfalls mit einem O-Ring. Nun schrauben wir den Halter vorsichtig per Hand an die Lampe. Sobald das Gewinde greift, ziehen wir die Schraube bis zum Anschlag fest. Jetzt positionieren wir die Lampe mittig am Vorbau und befestigen die untere Seite der Lenkerschelle. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Nuten bündig übereinander liegen. Als nächstes montieren wir die Fernbedienung am Lenker. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Symbole nach links zeigen. Achtet darauf, dass hier kein Spalt mehr zu sehen ist. Nun führen wir das Lichtkabel durch den Kabeleinlass und verbinden die Lampe. Jetzt positionieren wir die Kabel in der Nut und bauen die Abdeckung wieder ein.
Anschließend setzen wir die Steuereinheit wieder ein und schrauben sie fest. Bei weiteren Fragen schreibt's gerne in die Kommentare und ciao bis zum nächsten Mal.